Ob es nun an den fehlenden Weichen im Märklin-Programm liegt oder ob euch nur die allzu auffälligen Punktkontakte stören. Ich zeige euch hier eine Alternative mit dem Umbau einer Peco Code 100 Weiche. Alle hier gezeigten Bauteile und Werkzeuge könnt ihr auch auf meiner Webseite bestellen. Dort gibt es ebenfalls einen PDF zum Download mit der Kurzfassung dieses Videos als Anleitung. Für den Einstieg in den Selbstbau mit Mittelleiter habe ich ein Starter-Set entwickelt. Das besteht aus einem langen, normal hohen Stück für die geraden Gleisflächen mit ca. 300 mm. Es gibt eine Schablone, mit der man die richtige Lage vom höchsten Puko in den Weichen herausfinden kann. Und es gibt 4 Rampenstücke, die die Auffahrt zu den zu kreuzenden Gleisen auf der Weiche darstellen. Und zur Befestigung habe ich noch ein Stück Messingdraht dazugelegt, aus dem ihr euch die entsprechenden Querstücke zur Höhenfixierung des Mittelleiters abschneiden könnt. Sehr praktisch ist, dass man sich die Konturen der Peco-Gleise, Weichen und Kreuzungen insbesondere als PDF herunterladen und ausdrucken kann. Das ist dann eine sehr gute Basis, um die Korkbettung zu verlegen, die ja letztendlich den Mittelleiter aufnehmen muss. Als erstes markiere ich mir auf der Zeichnung den ungefähren Mittelverlauf von dem Gleis, damit ich später eine entsprechende Schablone daraus schneiden kann. Muss jetzt nicht an jedem Punkt sein, aber so einigermaßen. Exakt solltet ihr dem Ganzen schon folgen. Um den Verlauf der beiden Bänder besser erkennen zu können, habe ich das Ganze zweifarbig gemacht. Dann kann ich das Papier auf meinem Trassenbrett festkleben und die Schablone direkt auf dem Holz ausschneiden. Das hat den Vorteil, dass ich nachher die Rille des Messers gleich als Führung für die Verlegung von dem Kork habe. Mit Hilfe von einem Reststück von dem Korkbetonstreifen kann man sich auch gleich die Außenkontur für den letzten Schnitt markieren. Die Schnittkonturen kann man dann nochmal mit einem spitzen Bleistift nachziehen, dann tut man sich später beim Verlegen von dem Kork ein bisschen leichter. Und da ich ein alter Sparfuchs bin, schneide ich mir meine Korkbeton auch selber. Dazu habe ich mir vom Baumarkt diese Platte besorgt, 50 cm mal 1 Meter für 10 Euro, und das reicht aus für insgesamt 11 Meter Gleis. Wenn ich mir die Preise so anschaue, die die Hersteller dafür aufrufen, lohnt sich allemal. Dazu habe ich mir dieses kleine Schneidwerkzeug gebaut mit einer geraden und einer 45 Grad geneigten Skalpellklinge, und so kann ich auf einen Schnitt 2 Betonstreifen aus dem großen Teil rausschneiden. Und dazu lege ich das Schneidegerät an der Kante an und fahre mit leichtem Druck einmal durch die Platte durch. Schon habe ich 2 Streifen, die, wenn man sie aufklappt, die Gärung zeigen, die ich später an den Außenkanten haben möchte.
Jetzt kommt wieder der Rest von der Papierschablone ins Spiel. Mit dem markiere ich mir den Verlauf von dem Füllstück im Kork, das ich dann nachher einfügen kann. Und ab hier mache ich einen Schnitt, weil ich die Bettung nicht mehr gebrauchen kann. Für die Verklebung von den Korkbetten benutze ich Montagekleber, weil der zum einen relativ schnell anzieht und auch zum Schluss ein wenig dauerelastisch bleibt. Aufgetragen wird er mit einer Zahnspachtel. Zum Fixieren reichen dann Stecknadeln mit großem Kopf. Beim Verlegen vom zweiten Streifen ist lediglich darauf zu achten, dass ein kleiner Abstand bleibt, damit der Puko-Streifen nachher satt da reinpasst. Und so sieht die fertige Korkbettung dann aus. Im Prinzip auch nichts anderes als beim normalen Gleisbau, bis auf den kleinen Spalt für das Pukoband. Vor dem Einbau der Weiche sollte man auf jeden Fall prüfen, dass diese beiden Schienen hier keinen Kontakt zu irgendwelchen benachbarten Schienen haben. Und natürlich auch nicht zueinander. Leider ist das bei den Peko-Weichen nicht der Fall. Und der Grund hierfür sind diese kleinen Drahtbrücken, die ab Werk eingelötet wurden. Die kann man aber relativ leicht raustrennen. An diesem Punkt sollte man ein Loch bohren für den letzten Puko und gleichzeitig noch diese Mitnehmerhalterung für den Umstellhebel kürzen, damit er auf dem Niveau von den Schwellen liegt. Und wenn man sich, so wie ich, ein bisschen mehr Arbeit machen möchte, kann man auch den Bereich dazwischen noch rausschneiden und ein kleines Stückchen flacher gefeiltes Schwelle ergänzen. Nachdem die Schienen jetzt keinerlei Verbindung mehr haben zu den Außenschienen, kann man die Weiche mit den entsprechenden Kabel versehen und einbauen. Mit der im Startset mitgelieferten Schablone lässt sich nun die Position des höchsten Punktkontaktes ermitteln. Dafür wird die Schablone mit den Führungsrillen nach unten auf das Gleis gelegt und so lange über die Schienen geschoben, bis die Zunge das kreuzende Gleis berührt. Und dieser Schwellenzwischenraum ist auch der Punkt, an dem der höchste Kontakt später sitzen soll. Das Ganze gilt für alle 4 Zufahrtswege. Auf der Seite der Weichenzunge muss man sicherstellen, dass beide Kontakte im selben Schwellenzwischenraum liegen. Im Zweifelsfall nimmt man den Punkt, der etwas weiter zurückversetzt ist, für beide Kontaktreihen. Wie man sieht, springt er hier um einen Zwischenraum zurück. Mit der Aussparung in der Schablone lässt sich der Freiraum für die Spurgrenze berücksichtigen. Und wie man hier sieht, reicht der Platz für den letzten Punktkontakt noch aus.
Deswegen müssen wir hier jetzt noch ein kurzes Stück abschneiden, da wir hier noch 2 Punktkontakte benötigen, bis wir an die Stellschwelle gelangen. Da sich an dieser Stelle 3 Puko-Bänder treffen, spricht nichts dagegen, wenn man aus optischen Gründen einen oder mehrere Pukos abschneiden möchte. In diesem Bereich muss die Mittelleiter unterbrochen werden, um noch Platz zu lassen für die Mechanik der Stellschwelle. Und so sollte die Weiche dann aussehen, bevor ihr sie endgültig einbaut. Die Weiche besitzt 2 Lötpads, an der wir nachher die Kabel anlöten für die Polarisierung der Schiene. Und die Löcher für die Kabel bohre ich jetzt noch. Als Testobjekt dient die alte Brava Köf. Die ist unverändert, besitzt keine elektronischen Pufferspeicher und auch in diesem Fall einen ganz normalen Märklin-Schleifer, sogar mit dem Mittelloch. Obwohl ich bei mir im Anlagenbetrieb immer einen Flüsterschleifer bzw. einen Schleifer mit einer Flüstersohle verbaut habe. Es gibt immer wieder Bedenken, ob denn der Abstand der Pukos zueinander, wenn sie nur in jedem zweiten Schwellenfreiraum verbaut sind, nicht zu groß wird. Im technischen Sinne sind Schleifer eigentlich nie gerade. Sie sind immer mehr oder weniger konvex oder konkav gewölbt und somit liegen, auch wiederum theoretisch, eigentlich immer nur 2 bis 3 maximal Punktkontakte an. Und in welchem Abstand die voneinander sind, spielt dabei keine Rolle. Wichtig ist nur die Grundregel: Der Abstand der Pukos zueinander muss kleiner sein als die Hälfte des kürzesten Schleifers abzüglich des berüchtigten Lochs. Die einzige Änderung an der Lok ist, dass ich aus optischen Gründen die Spurgrenze abgedreht habe. Und das rächt sich nachher, wie man sehen wird, weil sie nämlich dadurch in die relativ groß geratenen Herzstücke in den Weichen fällt. Erschwerend kommt natürlich noch dazu, dass bei dieser alten Weiche das Herzstück sogar noch aus Kunststoff besteht. Und trotzdem fährt die Lok ohne Beanstandung über die Weiche mit den nachgerüsteten Punktkontakten. Und hier nochmal im Detail, wie sich der Schleifer bewegt, während er über die ansteigenden Punktkontakte und über das zu kreuzende und polarisierte Gleisstück fährt. Da hat man wieder gesehen, wie viel doch diese Lücke in dem Herzstück ausmacht. Bei der farblichen Gestaltung der Schienen, Schwellen und Schotterbett darf der Mittelleiter ruhig mit einbezogen werden. Wenn er hier mit denselben Farben patiniert wird, ist er nachher umso unauffälliger. Nach dem Abschluss der farblichen Behandlung von der Weiche und dem Reinigen des Schienenprofils sollte eure Weiche jetzt so aussehen. Jetzt bleibt nur noch, die Spitzen der Punktkontakte von ihren Farbresten zu befreien. Und dafür kommt jetzt ein weiteres Hightech-Werkzeug zum Einsatz, nämlich mein allererster Personenwaggon, gepimpt mit meinem allerersten Zubehör, dem selbst gekauften anknipsbaren Schleifer. Den habe ich jetzt bestückt mit einem sehr feinen Schleifpapier, Körnung 2000. Bitte nicht gröber als 1200, weil wir wollen ja weder Material abtragen, noch Riefen in das Metall schleifen, in denen sich später wieder Schmutz festsetzen kann. Dann nehmen wir den Waggon, stellen ihn aufs Gleis und fahren einfach so oft drüber hinweg, bis die Spitzen der Pukos wieder glänzen. Dabei versucht möglichst, die kreuzenden Gleisstücke zu vermeiden. Nach so viel Farbauftrag muss man natürlich wieder ausführliche Probefahrten vornehmen. Es kann auch immer wieder mal sein, dass ein Schottersteinchen hochgesprungen ist und jetzt auf den Schwellen klebt.
Damit verliert der Schleifer natürlich kurzfristig den Kontakt zu den Pukos. Genauso wichtig ist es, die Innenseiten der Schienenköpfe von Farbe freizuhalten, damit die Ausrundung von der Lauffläche zum Spurkranz hier den Strom übertragen kann. Und während die Köf wieder höflich nickt, fällt mir ein, dass ich endlich das Projekt mit der Pendelachse angehen muss. Es gibt viele Möglichkeiten, eine Kurvenüberhöhung zu realisieren. Eine davon sieht man hier, indem man einfach einen Draht an der Außenkante der Schwellen verlegt. Dadurch kann man sich jede gewünschte Kurvenüberhöhung einstellen, abhängig vom Material. Für die richtige Höhenlage des Mittelleiters schneidet man sich in diesem Fall die Drahtstücke auf Länge der Schwellen ab. Nachdem das Gleis probeweise aufgelegt wird, kann man sich die Stellen markieren, an denen der Draht unter den Schwellenbändern hervorschaut. Bei den Flexgleisen gibt es da meistens eine Verbindung, die muss man dann mit der Zange rausknabbern. Und so vorbereitet ist das Gleis fertig für den endgültigen Einbau. Es gibt allerdings noch eine andere Möglichkeit, diese Kurvenüberhöhung zu erzielen, die ich persönlich bevorzuge, weil bei der hier gezeigten Methode zum einen nur die äußersten Kanten der Schwellen als Klebepunkt genutzt werden können und zum anderen ist diese Methode natürlich sehr schotterintensiv und ich habe es ja schon gesagt, ich bin immer fürs Sparen und deswegen zeige ich euch die andere Methode jetzt. Ich schneide mir dazu aus einer 5 cm starken Styrodurplatte einen entsprechenden Keil, markiere die Mittelachse und schneide dann dreieckige Aussparungen aus dem Streifen heraus. Damit kann ich ihn zum einen in den gewünschten Radius biegen und zum anderen sehe ich durch den Spalt immer noch die Mittellinie, die ich mir vorher auf dem Trassenbrett aufgezeichnet habe. Für einen sanften Übergang von dem ebenen Gleis zur Überhöhung schneide ich diesen Streifen dann auf einer Länge von ungefähr 30 cm langsam von der gesamten Breite bis zu einer ganz schmalen Spitze zurück. Das Ganze wird dann wieder mit Montagekleber aufgeklebt. Dadurch hat das Gleis fast überall eine ebene Auflagefläche und man muss lediglich in dem Bereich des Übergangs zur Überhöhung mit den längeren Drahtstücken arbeiten. Das Puku-Band ist ausgelegt für die Peco Code 100 Gleise. Ausschlaggebend ist die Gesamthöhe vom Gleis, also Schienen inklusive der Schwellen, und die liegt hier bei 4,5 mm. Aber man kann dieses Band auch für alle möglichen anderen Gleissysteme benutzen. Zum Beispiel hier Weinert-Main-Gleis mit dem feinen Schienenprofil kommt auf eine Gesamthöhe von 4 mm. Auch für dieses Gleissystem lässt sich das Puku-Band verwenden. Man schneidet lediglich den höchsten Puku von dem Rampenstück weg, da die Steigung von einem Punktkontakt zum nächsten genau 0,5 mm beträgt. Das Märklin-K-Gleis besitzt eine Höhe von 5 mm. Wenn ihr also einen Übergang dazu bauen wollt oder ganze Weichen und Kreuzungen selber bauen wollt, so wie das der Roland sehr eindrucksvoll auf seiner Anlage Haltepunkt Auwiesen demonstriert, müsst ihr in diesem Fall den Mittelleiter und da speziell den höchsten Punkt von der Rampe unterlegen. Dementsprechend habe ich jetzt hier ein 0,5 mm Polystyrol unter den Messingdraht gelegt. Und das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist bei eurem ansteigenden Gleisstück eine kleine Nut reinzuschleifen, da ja das Puku-Band ein klein wenig höher liegt und das Gleis nicht anheben sollte. Der Schwellenabstand kann je nach Gleissystem ein wenig variieren. Deswegen habe ich die Füße von den Punktkontakten so schmal wie nur möglich gemacht und damit kann man ein bisschen ausgleichen. Ansonsten ist bei Flexgleisen natürlich immer die Möglichkeit gegeben, die Schwellen zu verschieben oder im Extremfall die Verbinder zwischen den Stellen zu öffnen, um auf den richtigen Abstand zu kommen. Und wenn es mal so gar nicht passt, kann man immer noch den Streifen überlappen lassen
entsprechend verschieben und in einem neuen Abstand wieder verlöten. Wie ihr seht, ist es kein allzu großes Hexenwerk, einen unauffälligen Mittelleiter zu bauen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch und denkt dran, ein Abo dazulassen, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue spannende Videos gibt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis bald.